Bis 2027 plant die Europäische Zentralbank, den digitalen Euro einzuführen. Eine Währung, die vollständig auf Code läuft. Ein bestätigtes Projekt, unterstützt von der EZB und der Bundesbank und EU-Ministerium. Der digitale Euro ist keine Innovation. Er ist kein Fortschritt. Er ist keine Modernisierung. Er ist das Ende der finanziellen Privatsphäre in Europa. Und er kommt schneller, als die meisten vorbereitet sind. Am Ende dieses Videos werden Sie wissen, was der digitale Euro genau ist, warum die Zentralbank ihn so stark vorantreibt und warum im Krisenfall bis zu 700 Milliarden Euro aus Geschäftsbanken abfließen würden. Und vor allem, wie und bis wann der digitale Euro Ihren Alltag in Deutschland verändern wird und was Sie dagegen tun können. Der digitale Euro ist eine Central Bank Digital Currency, CBDC, geschaffen von der Europäischen Zentralbank. Das bedeutet, es ist keine Kryptowährung. Es ist nicht das digitale Banking, das Sie heute nutzen. Es ist nicht Visa oder Mastercard. Es ist neues Geld direkt von der EZB ausgegeben, gespeichert in einer speziellen digitalen Geldbörse, die auf Infrastruktur läuft, die vollständig der EU gehört und von ihr kontrolliert wird. Stellen Sie sich das vor wie eine EU-Version von Apple Pay, nur dass das Gerät, die Software und das Bankkonto von derselben Institution kontrolliert werden. Stellen Sie sich Bargeld vor, aber digital und nachverfolgbar. Sie werden es nicht minen, Sie werden es nicht privat aufbewahren, Sie werden es nicht in einem privaten Ledger besitzen. Die EZB gibt es aus, die EZB verwaltet es und die EZB schreibt die Regeln. Die eigentliche Geschichte ist nicht, dass es digital ist. Der Großteil Ihres Geldes ist heute schon digital. Ihre Banking-App ist digital, Ihre Karte ist digital. Von den Problemen im aktuellen Bankensystem ganz zu schweigen. Eingefrorene Konten, Bargeldbeschränkungen, das besprechen wir an einem anderen Tag. Die wahre Geschichte ist, der digitale Euro ist programmierbar. Programmierbar bedeutet Folgendes: Regeln können direkt auf Ihr Geld gelegt werden. Nicht auf Ihre Bank, nicht auf Ihre Karte, auf Ihr Geld selbst. Sobald Geld automatisch Regeln folgen muss, kontrolliert derjenige, der die Regeln schreibt, Ihr Geld. Und beim digitalen Euro ist dieser jemand die EZB. Laut Reuters hat die Europäische Zentralbank eine interne Simulation durchgeführt, um zu verstehen, was in einer echten Finanzpanik passieren würde, sobald der digitale Euro eingeführt ist. Ihr eigenes Modell zeigt, Europäer könnten bis zu 700 Milliarden Euro aus Geschäftsbanken abziehen und in den digitalen Euro verschieben. Lassen Sie mich erklären, warum. Die Banken in der EU arbeiten bereits heute unter immensem Druck. CRS-Meldungen, strenge Geldwäscheprüfungen, eingefrorene Überweisungen, verzögerte Auszahlungen, endlose Fragen nach dem Zweck einer Zahlung, ständige Verifizierung. Menschen fühlen sich beobachtet und frustriert. Stellen Sie sich nun eine Krise vor. Wenn Menschen Angst haben, folgen sie immer demselben Instinkt. Ich bringe mein Geld dahin, wo es sicher ist. Und für viele klingt die EZB und der digitale Euro sicherer als eine Geschäftsbank, die jederzeit Insolvenz werden kann. Also würden Menschen ihr Geld dorthin verschieben, wo es vermeintlich weniger bedrohlich wirkt, auch wenn diese Sicherheit eine Illusion ist. In einer Krise bleibt keine Zeit zum Nachdenken. Man handelt instinktiv. Natürlich kann die EZB so etwas nicht zulassen. Sie kann nicht erlauben, dass hunderte Milliarden die Banken verlassen und das gesamte Bankensystem zusammenbricht. Regeln darüber, wie viel sie bewegen dürfen, wie oft, wo sie es ausgeben dürfen, was sie kaufen dürfen, wie schnell eine Transaktion vorbereitet wird und wie viel Freiheit sie in einer Krise bekommen. Das ist keine Verschwörungstheorie. Es steht schwarz auf weiß in Ihren Dokumenten. Der digitale Euro nimmt die Entscheidungsfreiheit Ihrer Bank und übergibt sie einen Algorithmus. Einen Algorithmus, der dem Staat gehört. Und dieses System, nennen wir es nicht zuverlässig, basierend auf einem Vorfall dieses Jahres. Tage 2, das Zahlungssystem der EZB, ist vor einigen Monaten für Stunden ausgefallen. Überall in Europa Verzögerung, blockierte Zahlungen, Abwicklungsfehler.
Wenn schon das heutige System ausfällt, stellen Sie sich vor, was passiert, wenn jedes Geld von einer einzigen zentralen Infrastruktur abhängt. Lassen Sie uns ehrlich sein. Das alles dreht sich um Kontrolle und Macht. Wer das Geld kontrolliert, kontrolliert Ihr Leben und kann Sie kontrollieren. Denn tun Sie etwas Falsches, kein Zugriff auf Ihr Geld. Miete zahlen. Zu schade, Konto gesperrt. Wie sind wir überhaupt auf den Punkt gekommen, dass eine Barzahlung über 1.000 € sich wie ein Verbrechen anfühlt? Etwas, das Sie in die Grauzone drängt. Alles, was wir heute sehen, ist die Infrastruktur, die Ihre Privatsphäre vollständig auflöst. Privatsphäre beim Geschenke kaufen. Privatsphäre, wenn Sie Familie unterstützen. Privatsphäre in persönlichen Angelegenheiten. Privatsphäre beim Ausgeben ohne Rechtfertigungen. Die EU-Dokumente selbst bestätigen, dass Transaktionen im digitalen Euro sichtbar sein werden für die EZB, nationale Zentralbanken, Geldwäschebehörden, Zahlungsdienstleister. Und in verdächtigen Fällen können die Daten weitergegeben werden. Was ist ein verdächtigter Fall? Niemand weiß es. Es ist eine Definition, die jedes Jahr geändert werden kann. Und sie kann jederzeit erweitert werden, wann und wie Sie wollen. Heute liegt verdächtig bei 10.000 €, morgen vielleicht bei 500 €, die zu schnell ausgegeben wurden. Christiane Lagarde sagt immer wieder, Bargeld wird bleiben. Schauen wir uns die letzten 10 Jahre an. Deutschland hat seit 2015 über 11.000 Geldautomaten deinstalliert. Viele Geschäfte akzeptieren ab 1.000 € kein Bargeld mehr. Bareinzahlung, Lösung Prüfungen aus. Barabhebungen, Lösung Prüfungen aus. Große Barzahlungen gelten als verdächtigt. Einige EU-Länder sprechen bereits offen darüber, Bargeld aus Sicherheitsgründen abzuschaffen. Wenn Sie also sagen, der digitale Euro wird optional sein, meinen Sie eigentlich, er bleibt optional, bis Bargeld vollständig entfernt wird und das System die totale Kontrolle übernimmt. Jedes digitale System der Geschichte folgt demselben Muster. Erst optional, dann ermutigt, Standard, erwartet und dann zur Pflicht. Das ist der Lebenszyklus jedes digitalen Systems, das je gebaut wurde. Christiane Lagarde selbst hat offen gesagt, dass der digitale Euro Kontrollmechanismen und Limits braucht. Und hier ist der Zeitplan. Der digitale Euro befindet sich derzeit in der Vorbereitungsphase. Technisches Design und Gesetzesentwürfe laufen bereits. Öffentliche Tests sind für 2025 bis 2026 geplant. Und die vollständige Einführung ist für 2027 vorgesehen. Die bittere Wahrheit, eine CBDC können Sie nicht pausieren. Sie können sie nicht zurücksetzen. Sie können sie nicht rückgängig machen. Es gibt keine Abstimmung, kein Referendum, keine Bürgergenehmigung. Was Sie tun können ist, Ihr Geld diversifizieren, Risiken verteilen, vermeiden, alles in einem einzigen System zu halten. Es gibt sichere Jurisdiktionen, sichere Strukturen und private Finanzumgebungen. Und wir werden all das in zukünftigen Episoden besprechen. Wenn sich das Gespräch schwer angefühlt hat, dann liegt es daran, dass es schwer sein sollte. Der digitale Euro ist nicht nur ein weiteres Update. Er ist die größte Veränderung persönlicher finanzieller Freiheit in der europäischen Geschichte. Ich bin Rabbi Rabea, ich erkläre Ihnen, was sich in den Märkten und in den Regeln verändert und wie Sie finanziell frei, stabil und in Kontrolle bleiben. Wenn Sie informiert, vernetzt und einen Schritt vorausbleiben möchten, dann abonnieren Sie den Kanal und schauen Sie unsere wöchentlichen Episoden. Sie können auch unserer privaten Facebook-Gruppe beitreten für frühzeitige Einblicke, Marktupdates und echte Strategien, wie Sie der nächsten Welle an Regeln einen Schritt vorausbleiben. Der Link ist in der Beschreibung. Wir sehen uns in der nächsten Episode.